Heute nehmen wir euch mal mit bei der Verkaufsaufbereitung. Geht dabei darum, das Nötigste zu machen, aber dem Kunden nicht zu viel Geld zu verursachen. Wir schauen uns das Auto jetzt mal an. Ich sehe, da hinten kommt er schon. Lass uns mal starten. Ja, Marek. No co tam? Keine? No idę do sklepu po piwo, śmietane? Ja, warte, ich bin bei Autolackaffe, ne? Ich muss Auto abgeben, kurwa. Kleine Aufbereitung, na nicht viel. Cześć, Freunde. Moin. Grüß dich, bist du Nico? Ja. Na, mein Lieber, guck, das ist Karre, siehst du? Frische Ölwechsel, Kleinigkeit, ne, nicht viel. Brauchst keinen Kopf machen, kurwa. Nee, ist nicht viel. Nee, ist nicht viel. Ei. Eine Sekunde, ja? Ciao. Was denn, kurwa? Was passiert mit dem Auto? Na, Kleinigkeit, kurwa. 1, 2 Stündchen hol ich ab, oder nicht? Ja? Na, ich erzähl dir kleine Geschichte, was ist passiert, ja? Ich fahre regelmäßig nach Polen rüber, ja? Von Zoologische Garten habe ich geparkt, 3 Wochen und habe vergessen abzuschließen, kurwa. Ich kam wieder, noch alle Türen offen und drinnen hat einer geschlafen, hinten, kurwa. 2 Stück haben geschlafen, hinten einer vorne. Dann habe ich rausgejagt, Schipko raus und weitergefahren, ja? Aber guck mal, ich habe gehört, du bist der Beste. Stimmt oder nicht? Das darf ich heute zeigen, ob ich es bin oder nicht. Wir werden sehen. Na guck mal, was für Pfeife. Anstatt du sagst, ja, ich bin der Beste, na, werden wir sehen, kurwa. Na zeig mal, was du drauf hast, ne? Nein, wir haben keine Wohnung ausgeräumt. Das hier alles stammt aus dem Auto. Wir haben 2 Tüten Müll, 1 Tüte Pfandflaschen und 2 Tüten mit Kram, der kein Müll ist. Auto ist leer. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Wir fangen an mit dem Aussaugen, gehen einmal mit Druckluft über die Oberflächen, um den Staub ein bisschen zu lösen, aufzuwirbeln, ihn dann einzusaugen. Und dann gucken wir mal, was hier passiert, wenn der ganze Sand erst noch raus ist. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr so einen extrem sandigen Fußboden habt, gerade so einen, ich sag mal, günstigeren Teppich, wo der Sand nur durch die Gegend fliegt, nebelt ein bisschen Glasreiniger auf die Oberfläche. Das sorgt dafür, dass die Sandkörner eine andere Oberflächenspannung haben, nicht mehr so durch die Gegend fliegen, sich erstens besser einsaugen lassen und zweitens nicht das ganze Auto vollstauben. Nicht zu viel und auch kein Innenraumreiniger. Glasreiniger ist ideal, weil er wenig Tensid enthält, wenig schäumt und sich dadurch einfach gut aufsaugen lässt. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel sprüht oder aber, wenn ihr ein bisschen mehr sprüht, mit einem richtigen Nasssauger arbeitet, sonst könnte euch der Motor vom Trockensauger kaputt gehen.
erste Saugrunde ist durch, sieht man nicht. Sieht aus wie ungesaugt, aber das sitzt so tief im Teppich, dass wir uns jetzt entschieden haben, dass wir das Ganze nass rausholen. Also wenn wir es schamponieren durch den Reiniger und durch das Wasser, werden wir da ja natürlich den Sand auch binden und dann rausholen und am Ende nochmal saugen, weil wir arbeiten uns hier von rechts nach links. Ich habe es vorhin mit dem Tornado versucht, es pustet sich durchs ganze Auto. Wir werden, glaube ich, sonst nicht fertig. Das heißt, Plan ist jetzt, wir werden noch einmal die Oberflächen noch mal ein bisschen entstauben. Da werde ich mir ein Tornado und ein Tuch nehmen, feucht. Dann gehen wir an die Stoffe ran, also sowohl an die Teppiche als auch an die Sitze. Die Fußmatten werden wir gleich nass machen, also gleich mit dem Hochdruckreiniger, weil alles andere macht bei dem Zustand überhaupt keinen Sinn. Ich sag mal, wirtschaftlich wäre neue das Sinnvollste, aber gut, wir wollen es jetzt hier einmal komplett machen. Und dann werden wir uns morgen noch mal um die Oberflächen, wenn sie alle durchgetrocknet sind, noch mal mit Trockeneis kümmern. Den Luxus haben wir, dadurch sparen wir uns das Pinseln und Pusten. Das wird einfach noch mal viel Zeit sparen. Wer das nicht hat, muss halt einfach noch mal 2, 3 Runden mehr pinseln, pusten und trocknen. Aber so ist jetzt aktuell der Plan. Aber bei diesem Projekt habe ich meinen Plan auch schon 3-mal geändert. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch im Video sage, nee, alles noch mal anders. Aber genau deswegen nehmen wir euch mit durch diesen Prozess. Wie gesagt, ab geht's an die Oberflächen, dann noch mal an die Teppiche und dann sehen wir mal, wie es läuft. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich bin mit dem Tornado einmal feucht durchgegangen, passt ein bisschen mit den Elektronikbauteilen auf. Auch hier ein Extremfall. Also jetzt nicht bei jedem Auto erstmal Vollgas und durchfeuern. Wir wollen halt einfach möglichst den Schmutz erstmal so weit lösen, dass wir, wenn wir nachher oder morgen mit dem Trockeneis rangehen, halt nicht mehr diese ganze Pampe haben, die uns dann wieder durch die Gegend fliegt. Es ist hier so, bei so einem Verschmutzungszustand muss man öfter mal hin und her gehen, weil einfach beim Reinigen nochmal Dreck von A nach B fliegt, sodass wir ganz am Ende nochmal ein finales Saugen und finales Abwischen aller Oberflächen haben werden. Jetzt kümmern wir uns an diesem Schritt erstmal um die Teppiche. Ich bin einmal mit dem Tornado durch, um den Sand schon mal aus der Tiefe zu holen und in diesen Klümpchen zu binden, damit ich jetzt mit einem Teppichreiniger, verlinken wir euch auch alles unten, die Fläche einsprühe. Der hier kann bis zu 30 Minuten wirken, Normalfall 5 bis 15 Minuten. Damit sprühe ich das jetzt alles ein, lasse das einwirken, gehe dann mit dem Akkuschrauber und der Bürste noch mal drüber, um halt wirklich den Schmutz auch wirklich zu lösen und mechanisch von der Oberfläche zu nehmen. Dann gehe ich mit einem Nasssauger drüber, um die ganzen Sandklümpchen, die ich hier gelöst habe, wegzusaugen. Und dann gehe ich mit einem Wasch- oder auch Sprühextraktionssauger drüber, um den Dreck aus der Faser zu holen. Also ihr merkt, es ist wirklich aufwendig, dieser Prozess, aber wir wollen jetzt hier einfach mal wirklich eine Grundreinigung hier reinbringen, wie bei einem Neuwagen, soweit es möglich ist, und deswegen starten wir jetzt mal durch. Während der Wartezeit habe ich die Türpappe hinten noch schnell sauber gemacht und mein Material vorbereitet. Wir arbeiten jetzt hier mit dem Akkuschrauber, einfach weil es so viel Fläche ist, die wir hier bearbeiten müssen, weil natürlich alles raus ist. Das lässt sich alles auch händisch mit einer Bürste bearbeiten, aber der Akkuschrauber bietet sich hier an. Und wir haben auch hier verschiedene Bürsteneinsätze, die wir verwenden können, in 2 verschiedenen Härten. Einmal ein eher weicher Bürsteneinsatz, den ich gerne für Sitze oder auch sehr, ich sag mal, hochwertige Teppiche benutze, wo die Gefahr des Auspitzens relativ hoch ist. Das gleiche nochmal in so einer Klobürstenform, womit man wirklich super hier in die Ecken und Kanten reinkommt. Das macht sich wirklich richtig gut. Und dann alles nochmal eine Nummer härter, was ich jetzt hier bei diesem Teppich verwenden werde. Und auch nochmal in der gleichen Klobürstenform. Damit gehen wir jetzt einmal durch, saugen das danach mit einem Nasssauger, ganz wichtig, die Feuchtigkeit ab, und dann wird im wahrsten Sinne des Wortes gesprühext. Also wir nehmen einen Waschsauger gefüllt mit Wasser und saugen den ganzen Reiniger und hoffentlich den restlichen Dreck aus der Oberfläche. Ich sprühe jetzt erstmal nochmal Reiniger auf die Fläche, wobei brauche ich gar nicht. Der ist noch so feucht und aktiv, dass wir gleich starten können mit der Bürsterei. Ich glaube, ihr seht, warum ich sage, es macht keinen Sinn, hier bis aufs Letzte jetzt zu saugen. Es fliegt hier wieder alles durch die Gegend. Ich denke, ich werde jetzt hier nochmal mit dem Tornado durch den Stoff gehen, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwann mal den kompletten Sand gelöst habe. Ansonsten hilft nur noch schwarz-matt. Spaß beiseite. Aber irgendwie müssen wir jetzt den Sand rauskriegen, weil bevor ich jetzt hier mit dem Sprühex wirklich final den ganzen Reiniger rausziehe, hätte ich ganz gerne den Sand raus. Und das versuche ich jetzt mit dem Tornado.
Absolut wieder ein Extremfall. Bitte nicht immer bei jedem Innenraum machen. Ist im Endeffekt ein Kontrollschaum, also ein entfettender Schaum auf Alkoholbasis. Sollte man jetzt nicht als Unterhaltspflege nehmen, aber bei so einem Extremfall kann man das mal machen. Und man wird sehen, wenn ich jetzt hier rüber wische, dass wir noch mal eine deutlich mattere Oberfläche bekommen. Und einfach auch noch mal die Reinigerreste runternehmen und einfach noch mal ein schönes Finish bekommen. Da kann man dann am Ende noch Kunststoffpflege drauf machen, das aber später und auch in einem separaten Video. Tag 2 ist zu Ende. Es war wirklich eine Menge Arbeit, aber ich glaube, das hat sich mal richtig gelohnt, wenn man mal dran denkt, wie das Ding vorher aussah. Eigentlich war ein Video geplant zu dem Auto. Ich würde sagen, wir brechen das Video jetzt hier ab, kümmern uns morgen um den Außenraum, ums Äußere des Fahrzeugs, waschen, polieren und alles, was da noch zugehört, machen dann noch ein zweites Video. Deswegen danke fürs Zuschauen von diesem Video und bleib dran, wenn du auch die Transformation außen sehen willst.